Hallo, hier ist Maini. Diese Sauce Bernaise ist eine warm aufgeschlagene Buttersauce, die die meisten von euch in der Kombination mit Beef Wellington oder Spargel kennen. Für die Sauce Bernaise stellen wir zunächst eine Reduktion, eine Sauce, einen Sud aus Essig, Weißwein, Schalotten, zerdrückten Pfefferkörnern, Estragon und Kerbel her. Das Ganze wird aufgekocht, bis auf 1/3 eingekocht bzw. einreduziert und durchpassiert. Jetzt geben wir die Butter in die Pfanne, erhitzen sie, damit die Molke sich oben und unten im Topf absetzen kann. Die Molke schöpfen wir klassischerweise raus, weil für die Sauce Bernaise nur die geklärte Butter verwendet wird. Die Molke hat aber auch Geschmack und wird von vielen Köchen heutzutage ebenfalls mitverarbeitet. Wir geben in die Schüssel Eigelbe und einen Teil der Reduktion rein. Ich habe die Reduktion übrigens auf Vorrat gekocht. Für die genauen Angaben schaut bitte in die Videobeschreibung rein. Salz, Cayenne und dann wird das Ganze umgerührt und auf ein Wasserbad gestellt. Auf dem Wasserbad wird das Ganze so lange geschlagen, bis die schaumige Masse sich in eine cremige Masse verwandelt hat. Hebt zwischendurch bitte eure Schüssel weg von der Hitze oder geht zur Seite damit, falls ihr das Gefühl habt, dass die Masse gleich zu dick wird. Auch schön die Ränder mitnehmen, bitte nicht nur in der Mitte rühren. Wenn die Masse jetzt so cremig wird wie hier, gehe ich weg vom Wasserbad bzw. ziehe den Topf weg und mache meinen Herd aus. Die restliche Hitze des Topfes, der jetzt übrigens nicht mehr auf dem Herd steht, sondern daneben, reicht völlig aus, um die Bernaise fertigzustellen. Erst wenn die Masse so cremig ist wie hier, kommt peu à peu die zerlassene, geklärte Butter rein und wir stellen unter ständigem Rühren eine Emulsion, eine Verbindung her. Wenn euch die Masse gerinnen bzw. weglaufen sollte, weil zum Beispiel die Temperaturunterschiede der Butter und der Eimasse zu unterschiedlich ist, dann könnt ihr entweder ein kaltes Eigelb reingeben oder einen Esslöffel kaltes Wasser reingeben und an derselben Stelle rühren und es ausweiten, um die Emulsion wiederherzustellen. Sollte auch das nicht funktionieren, schmeißt diese Masse bitte nicht weg. Einfach das Rezept von neu beginnen und unter die frische Eigelbmasse sozusagen diese geflockte Masse reinrieseln lassen und die Verbindung wiederherstellen und dann ganz normal mit der Butter weitermachen. Die Zugabe von Wasser kann auch vorgenommen werden, wenn ihr die Masse lockern wollt, und durch das zusätzliche Wasser können die Eigelbe noch mehr Butter aufnehmen. Zum Schluss noch gerne final abschmecken. Im feuchten Handtuch habe ich noch Kerbel und Estragon im Kühlschrank. Diese zwei Kräuter sind Pflicht in der Bernaise. Da hacke ich noch frischen Kerbel und Estragon rein, verrühre das Ganze und fertig ist unsere Sauce Bernaise, die übrigens keine Ableitung der Sauce Hollandaise ist, sondern eine eigenständige weiße Buttersauce. Aber damit beschäftigen wir uns in einem anderen Video. Abonniert mich, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.